Bitte vergiss nicht, dieses Video mit einem Gefällt mir zu markieren, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Hier findest du viele nützliche Inhalte, um dein Deutsch zu verbessern und regelmäßig zu üben. Jede Reaktion hilft, diesen Lernpodcast weiterzuführen und noch mehr hochwertige Inhalte zu erstellen. Smalltalk ist in Deutschland ein Teil des sozialen Lebens, besonders in alltäglichen Situationen wie im Aufzug, beim Warten auf den Bus oder in der Kaffeeküche im Büro. Obwohl viele Menschen glauben, dass Deutsche eher distanziert sind, findet Smalltalk auch hier statt, nur eben auf eine etwas andere Weise als in manchen anderen Ländern. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Fehler man beim Smalltalk in Deutschland besser vermeidet. Ein häufiger Fehler ist, zu schnell über persönliche Themen zu sprechen. In manchen Kulturen ist es üblich, schon beim ersten Gespräch nach Familie, Gehalt oder Beziehungsstatus zu fragen. In Deutschland wirkt das oft zu direkt oder sogar unhöflich. Solche Fragen kommen erst viel später, wenn man sich besser kennt. Smalltalk sollte hier eher neutral bleiben, über das Wetter, die Arbeit, Reisen oder aktuelle nicht zu kontroverse Themen. Ein weiteres Missverständnis besteht darin, sich beim Smalltalk ständig zu rechtfertigen oder alles erklären zu wollen. Manche Lernende fühlen sich unsicher, wenn sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen und fangen an, sich dafür zu entschuldigen. Das ist nicht nötig. Ein einfacher, freundlicher Satz reicht oft aus. Viel wichtiger ist es, Interesse am Gesprächspartner zu zeigen und aufmerksam zuzuhören. Auch Humor kann im Smalltalk schnell zum Problem werden, wenn man die kulturellen Unterschiede nicht kennt. Ironie und Sarkasmus werden in Deutschland oft anders verstanden als in anderen Ländern. Besonders bei neuen Bekanntschaften oder in formellen Situationen sollte man damit vorsichtig sein. Was witzig gemeint ist, kann schnell falsch interpretiert werden. Stattdessen funktioniert ein ehrliches Lächeln oder ein netter Kommentar über eine gemeinsame Situation viel besser. Ein weiterer Punkt: In Deutschland sind zu viele Komplimente beim ersten Gespräch eher ungewöhnlich. Wenn man zum Beispiel gleich mehrfach sagt, wie schön jemand aussieht oder wie gut ihm oder ihr etwas steht, kann das übertrieben wirken. Ein einziges, ehrlich gemeintes Kompliment ist genug, zum Beispiel über die Wahl des Outfits oder ein Accessoire. Zu viele positive Bemerkungen wirken manchmal aufgesetzt oder unnatürlich. Viele vergessen auch, dass Smalltalk keine Diskussion ist. Wenn jemand eine Meinung äußert, zum Beispiel über das Wetter oder den Verkehr, muss man nicht sofort widersprechen oder argumentieren. Smalltalk ist keine Debatte. Ziel ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, nicht Recht zu haben. Zustimmung oder ein neutrales Ja, das stimmt, reichen völlig aus, um das Gespräch positiv zu halten. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, zu viel zu reden und dem anderen kaum Raum zu lassen. Besonders wenn man nervös ist oder die Sprache noch nicht perfekt beherrscht, spricht man manchmal einfach weiter, um Pausen zu vermeiden. Aber Stille ist in Deutschland nicht unbedingt unangenehm. Kurze Pausen gelten als normal und manchmal sogar als Zeichen von Höflichkeit oder Nachdenklichkeit. Deshalb ist es wichtig, nicht jedes Schweigen sofort mit neuen Worten zu füllen, sondern dem anderen Zeit zu lassen, auch etwas zu sagen. Ebenso sollte man beim Smalltalk nicht zu negativ sein. Natürlich kann man sagen, dass es draußen kalt ist oder dass man lange warten musste. Aber eine durchgehend negative Stimmung oder ständiges Beschweren wirkt schnell abschreckend. Besser ist es, wenn man nach einer negativen Bemerkung etwas Positives hinzufügt. Zum Beispiel: Es regnet zwar, aber die Luft ist danach immer so frisch. Ein weiterer Punkt betrifft die Körpersprache. In Deutschland achtet man sehr auf den sogenannten persönlichen Abstand. Zu nahes Stehen oder häufiges Berühren können unangenehm wirken, besonders beim ersten Gespräch. Ein leichtes Lächeln, ein offener Blick und eine entspannte Körperhaltung sind völlig ausreichend. Dabei sollte man auch auf die Mimik des Gegenübers achten. Wenn jemand sich zurückzieht oder unruhig wirkt, ist es besser, etwas Abstand zu halten. Beim Thema Begrüßung im Smalltalk machen viele ebenfalls Fehler. In Deutschland ist ein einfaches Hallo oder Guten Tag üblich. Manchmal reicht auch ein kurzes Nicken oder ein Lächeln. Es ist nicht notwendig, sich überschwänglich vorzustellen oder sofort die Hand zu geben, besonders in lockeren Alltagssituationen. Wenn es jedoch eine formellere Umgebung ist, zum Beispiel bei einem Geschäftstreffen, wird der Händedruck oft erwartet. Dabei sollte er kurz, aber fest sein
und ein Blick in die Augen gehört dazu. Ein kleiner, aber wichtiger Fehler passiert oft bei der Verabschiedung. Viele denken, dass man einfach Tschüss sagen kann. Und das stimmt auch in vielen Fällen. Aber es ist höflicher, sich für das Gespräch zu bedanken oder noch einen kleinen Wunsch zu äußern. Zum Beispiel, schönen Tag noch oder bis bald. Das wirkt freundlicher und zeigt, dass man das Gespräch geschätzt hat. Auch beim Thema Namen gibt es oft Unsicherheiten. In Deutschland dauert es meist eine Weile, bis man vom Sie zum Du wechselt. Gerade beim Smalltalk mit neuen Menschen sollte man lieber beim Sie bleiben, es sei denn, das Du wird ausdrücklich angeboten. Viele empfinden es als respektvoll, wenn man die formelle Anrede benutzt, besonders bei älteren oder in beruflichen Kontexten. Wer zu schnell zum Du übergeht, riskiert unhöflich oder zu forsch zu wirken. Ein interessanter Aspekt ist auch die Rolle des Zuhörens. In vielen Kulturen wird erwartet, dass man beim Smalltalk besonders aktiv ist, viel spricht und Energie zeigt. In Deutschland wird ruhiges, aufmerksames Zuhören oft höher geschätzt als lautes Reden. Ein guter Smalltalk-Partner ist nicht derjenige, der am meisten redet, sondern der, der echtes Interesse zeigt, kurze, passende Rückfragen stellt und eine angenehme Gesprächsatmosphäre schafft. Ein klassischer Fehler ist auch, Themen anzusprechen, die als zu privat oder zu kontrovers gelten. Politik, Religion, Geld oder sehr persönliche Erlebnisse sind im Smalltalk tabu, zumindest zu Beginn. Auch Witze über nationale Unterschiede oder kulturelle Eigenheiten können sehr schnell als unhöflich wahrgenommen werden. Lieber spricht man über neutrale Dinge wie Hobbys, Lieblingsessen oder die letzte Reise. Diese Themen schaffen gemeinsame Bezugspunkte, ohne dass man Gefahr läuft, jemanden zu verletzen oder zu überfordern. Ein weiteres Detail betrifft die Art und Weise, wie man Fragen stellt. Geschlossene Fragen, also solche, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann, beenden Gespräche oft schnell. Offene Fragen dagegen laden dazu ein, mehr zu erzählen. Zum Beispiel statt „War dein Wochenende gut?" lieber „Was hast du am Wochenende gemacht?" So entsteht leichter ein echter Austausch. Und man gibt dem Gesprächspartner die Möglichkeit, mehr über sich zu erzählen. Das zeigt Interesse und erleichtert es beiden Seiten, ein Thema zu finden, das sie verbindet. Besonders im beruflichen Umfeld oder unter Nachbarn kann so aus einem kurzen Smalltalk eine angenehme Bekanntschaft entstehen. Ein weiterer Fehler, den man vermeiden sollte, ist das Erzählen von Geschichten, die zu lang oder zu detailliert sind. Wenn man zum Beispiel eine Situation aus dem Urlaub beschreibt und dabei in jede Kleinigkeit geht, welches Hotel, welches Zimmer, welches Frühstück, kann das schnell langweilig oder anstrengend wirken. Smalltalk lebt von Leichtigkeit. Kurze Anekdoten, kleine Beobachtungen oder ein einzelner interessanter Fakt reichen oft aus, um das Gespräch am Laufen zu halten. Je einfacher und direkter man sich ausdrückt, desto besser. Dabei ist auch die Sprache selbst entscheidend. Viele machen den Fehler, zu komplizierte Wörter oder lange Sätze zu benutzen, um besonders höflich oder gebildet zu klingen. Doch in einem lockeren Gespräch ist das oft nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Klare, einfache Sätze helfen, Missverständnisse zu vermeiden und das Gespräch natürlicher zu gestalten. Man muss nicht perfekt sprechen. Authentizität zählt mehr als Grammatik. Auch das Thema Pünktlichkeit spielt eine Rolle, wenn es um Smalltalk in Deutschland geht. Wenn man sich verabredet hat, zum Beispiel zum Kaffee oder einem kurzen Treffen in der Mittagspause, wird erwartet, dass man zur vereinbarten Zeit da ist. Zu spät zu kommen, ohne Bescheid zu sagen, gilt als unhöflich. Selbst beim Smalltalk ist Verlässlichkeit wichtig. Sie zeigt Respekt gegenüber der Zeit des anderen. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, der Tonfall. Viele merken nicht, dass ihre Stimme zu laut oder zu forsch klingt, vor allem, wenn sie sich unsicher fühlen oder aus einer Sprache kommen, in der ein anderer Sprechstil üblich ist. In Deutschland wird ein ruhiger, ausgeglichener Ton als angenehm empfunden. Wer zu laut oder zu schnell spricht, kann schnell als hektisch oder dominant wahrgenommen werden. Deshalb lohnt es sich, bewusst ruhig und freundlich zu sprechen, auch wenn man nervös ist. Nicht zuletzt sollte man beim Smalltalk vermeiden, das Gespräch zu früh zu beenden. Oder umgekehrt, es zu lange hinauszuzögern. Wenn man merkt, dass der andere in Eile ist oder sich verabschieden will, sollte man das respektieren. Ein eleganter Abschluss ist zum Beispiel: Ich muss jetzt leider los, aber es war schön, mit dir zu sprechen.
Gleichzeitig sollte man auch selbst darauf achten, das Gespräch nicht unnötig zu verlängern, wenn die Themen erschöpft sind. Smalltalk lebt davon, dass er locker und kurz bleibt. Er ist kein tiefes Gespräch, sondern eher eine Art soziales Aufwärmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smalltalk in Deutschland bestimmte unausgesprochene Regeln hat, die man respektieren sollte. Es geht darum, freundlich, offen und respektvoll zu sein, ohne zu viel Nähe zu suchen oder zu forsch zu wirken. Man muss keine perfekten Themen wählen oder besonders clever sein. Wichtig ist, dass man echtes Interesse zeigt und sich an die Stimmung des Gegenübers anpasst. Besonders im Alltag, beim Einkaufen, im Fitnessstudio, an der Bushaltestelle oder im Wartezimmer, kann ein kurzer, freundlicher Satz schon reichen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Zum Beispiel: Ganz schön voll heute, oder? Oder: Die Sonne tut heute richtig gut. Solche Sätze laden ein zu einem kleinen Gespräch, ohne aufdringlich zu wirken. Sie zeigen, dass man offen ist und wer weiß, vielleicht entsteht daraus sogar mehr als nur ein kurzer Austausch. In bestimmten Situationen wie am Arbeitsplatz ist Smalltalk sogar sehr wichtig. Er schafft Verbindung zwischen Kolleginnen und Kollegen, besonders in der Pause oder vor einem Meeting. Wer hierzu schweigsam bleibt, wirkt schnell unnahbar. Gleichzeitig sollte man auch hier auf die richtige Balance achten. Nicht zu persönlich, nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu distanziert. Ein Satz wie: Wie war dein Wochenende? Oder Hast du schon Pläne für den Feierabend? Ist eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Besonders hilfreich ist es, auf Gemeinsamkeiten zu achten. Wenn man merkt, dass beide zum Beispiel gern wandern, Filme schauen oder einen ähnlichen Arbeitsweg haben, kann man das aufgreifen. Du fährst auch mit dem Rad zur Arbeit? Ich finde, das ist morgens die beste Art, wach zu werden. Solche Sätze wirken natürlich und machen das Gespräch persönlicher, ohne zu tief zu gehen. Gleichzeitig sollte man lernen, nonverbale Signale richtig zu deuten. Wenn jemand nur kurz antwortet, sich abwendet oder auf die Uhr schaut, ist das oft ein Zeichen dafür, dass er oder sie gerade keine Zeit oder kein Interesse an einem Gespräch hat. In dem Fall sollte man nicht weiterreden, sondern sich freundlich verabschieden, so bleibt der Eindruck trotzdem positiv. Respekt für den Raum und die Stimmung des anderen ist beim Smalltalk entscheidend. Ein kleiner Trick, um Smalltalk zu üben, ist, sich vorher ein paar neutrale Fragen oder Bemerkungen zu überlegen. Zum Beispiel über das Wetter, den Ort, an dem man sich befindet, oder die Situation. Ein einfaches: Sind Sie auch wegen der Ausstellung hier? Oder Ich finde, die Musik heute ist besonders schön, reicht oft schon aus. Mit der Zeit wird es immer leichter, solche Gespräche spontan zu führen. Manchmal helfen auch sogenannte Spiegelfragen. Wenn jemand etwas erzählt, kann man mit einer ähnlichen Frage antworten: Du warst also am Wochenende im Park? Ich liebe Parks. Welcher ist dein Lieblingspark? So zeigt man Interesse, ohne den anderen zu unterbrechen oder das Thema zu wechseln. Es entsteht ein natürlicher Fluss im Gespräch. Und genau dieser natürliche Fluss ist es, was einen gelungenen Smalltalk ausmacht. Man sollte nicht das Gefühl vermitteln, ein Verhör zu führen oder ein festes Ziel mit dem Gespräch zu verfolgen. Smalltalk ist kein Interview. Es geht nicht darum, alle Informationen zu sammeln, sondern darum, eine entspannte Verbindung aufzubauen. Wer zu viele Fragen hintereinander stellt, ohne selbst was Persönliches preiszugeben, wirkt schnell neugierig oder sogar kontrollierend. Besser ist es, die Balance zu halten. Eine Frage stellen, dann etwas Eigenes beitragen, dann wieder zuhören. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, zu sehr bei sich selbst zu bleiben. Manche Menschen reden im Smalltalk hauptsächlich über sich, über ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Meinung. Das kann schnell egozentrisch wirken. Natürlich darf man über sich sprechen, aber wichtig ist, dass man dem anderen ebenfalls Raum gibt. Wenn man merkt, dass man selbst schon länger spricht, kann man bewusst eine Gegenfrage stellen. Und wie ist das bei dir? Oder kennst du das auch? Solche kleinen Wendungen öffnen das Gespräch und machen es angenehmer für beide Seiten. In Deutschland schätzt man generell klare, ehrliche Kommunikation. Aber beim Smalltalk ist Diplomatie gefragt. Wenn man anderer Meinung ist, muss man das nicht sofort sagen. Zum Beispiel, wenn jemand von einem Film schwärmt, den man selbst langweilig fand, kann man trotzdem freundlich bleiben. Interessant. Ich hatte eine andere Erwartung, aber viele finden den ja wirklich gut. So zeigt man Respekt für die Meinung des anderen, ohne sich zu verstellen.
Es geht beim Smalltalk nicht darum, Recht zu haben, sondern um ein angenehmes Gespräch. Auch beim Thema Humor ist Vorsicht geboten. Was in einem Land als witzig gilt, kann in Deutschland schnell als unpassend oder unhöflich empfunden werden, besonders bei neuen Bekanntschaften. Ironie, Sarkasmus oder schwarzer Humor kommen nicht bei jedem gut an. Deshalb sollte man, besonders zu Beginn, eher auf neutrale oder leichte Witze setzen, die niemanden verletzen oder verwirren. Ein kleines Lächeln oder ein gut platzierter Kommentar zur Situation reicht oft völlig aus. Ein weiterer Punkt, der beim Smalltalk oft unterschätzt wird, ist die Körpersprache. In Deutschland achtet man sehr auf Blickkontakt, aber nicht zu intensiv. Ein freundlicher, offener Blick signalisiert Interesse. Wer dauernd auf den Boden schaut oder in die Ferne blickt, wirkt unsicher oder desinteressiert. Ebenso wichtig ist eine entspannte Haltung. Verschränkte Arme oder abgewandter Körper können unbewusst Ablehnung ausdrücken. Wer leicht nach vorn geneigt steht, offen lächelt und mit den Händen ruhig gestikuliert, wirkt einladend und sympathisch. Besonders im beruflichen Kontext kann Smalltalk eine wichtige Rolle für die Arbeitsatmosphäre spielen. Viele unterschätzen, wie viel Einfluss ein kurzer Austausch am Morgen oder beim Kaffee auf das Betriebsklima haben kann. Ein einfaches Guten Morgen, alles gut bei dir, kann dazu beitragen, eine freundliche Stimmung im Team zu schaffen. Wer Smalltalk bewusst einsetzt, zeigt soziale Kompetenz, eine Fähigkeit, die in Deutschland im Berufsleben sehr geschätzt wird. Aber auch außerhalb der Arbeit, zum Beispiel im Treppenhaus, beim Spaziergang mit dem Hund oder an der Supermarktkasse, ist Smalltalk eine Möglichkeit, kleine soziale Brücken zu bauen. Besonders im städtischen Umfeld, wo Menschen oft anonym nebeneinander leben, ist jeder freundliche Satz ein Zeichen von Respekt und Offenheit. Und auch wenn nicht jedes Gespräch in eine Freundschaft mündet, ein positiver Eindruck bleibt. Dabei ist es ganz normal, dass nicht jedes Gespräch perfekt läuft. Manchmal findet man kein gemeinsames Thema, manchmal ist das Gegenüber verschlossen oder hat einfach keine Lust zu reden. Das ist kein persönlicher Angriff, sondern gehört zur Realität. Wichtig ist, dass man sich davon nicht entmutigen lässt. Smalltalk ist Übungssache. Je öfter man es versucht, desto natürlicher wird es. Eine gute Methode, um Smalltalk besser zu verstehen und zu üben, ist das bewusste Beobachten. Wie sprechen andere in Deutschland miteinander? Welche Themen wählen sie? Wie klingt ihre Stimme? Wie reagieren sie auf bestimmte Fragen? In der Bahn, im Café oder auf der Straße kann man viele Situationen beobachten und daraus lernen. Man merkt schnell, welche Sätze gut funktionieren und welche nicht. Auch das Thema Kleidung kann Teil eines Smalltalks sein. Besonders in einem Land wie Deutschland, wo Mode nicht immer im Vordergrund steht, aber doch bestimmte Signale sendet. Ein Kommentar wie „Schöne Jacke, ist die neu?" oder „Die Farbe steht dir gut" kann ein Gespräch leicht eröffnen. Gleichzeitig sollte man dabei ehrlich und zurückhaltend bleiben. Zu persönliche Bemerkungen über das Aussehen wirken schnell unangenehm. Besonders beim ersten Kontakt ist es besser, auf neutrale Themen zu setzen. Wetter, Umgebung, eine aktuelle Veranstaltung, ein gemeinsames Erlebnis. Sobald das Gespräch läuft, kann man sich langsam zu persönlicheren Themen bewegen. Aber immer mit Feingefühl. In Deutschland dauert es oft etwas länger, bis Menschen sich wirklich öffnen. Smalltalk ist deshalb oft der erste Schritt auf diesem Weg. Eine schöne Gelegenheit für Smalltalk bieten auch kulturelle Ereignisse wie Stadtfeste, Märkte oder Ausstellungen. Hier ist die Stimmung oft locker und viele Menschen sind offen für Gespräche. Ein Satz wie „Kommen Sie jedes Jahr hierher?" oder „Haben Sie einen Tipp, was man sich hier unbedingt anschauen sollte?" kann ein gutes Gespräch eröffnen. In solchen Momenten spielt auch die Atmosphäre eine Rolle. Wer entspannt und gut gelaunt ist, wird eher auf offene Ohren stoßen. Aber auch hier gilt, nicht zu viel erwarten. Nicht jedes Gespräch wird tief oder besonders interessant. Manchmal ist es einfach nur ein kurzer Austausch, ein freundliches Lächeln, ein paar Worte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denn Smalltalk ist keine Verpflichtung, sondern eine Einladung. Eine Einladung, kurz die Distanz zwischen zwei Menschen zu überbrücken. Wer das versteht, wird mit mehr Leichtigkeit sprechen und oft auch mit mehr Erfolg. Und selbst wenn der Smalltalk nur aus wenigen Sätzen besteht, kann er viel bewirken. Ein freundliches Wort am Morgen kann den ganzen Tag verschönern. Ein kurzer Austausch im Aufzug kann das Gefühl von Gemeinschaft stärken.
In einer Welt, in der viele Kontakte digital ablaufen und echtes Zuhören seltener wird, bekommt der persönliche Smalltalk eine neue Bedeutung. Er ist ein kleiner, aber wichtiger Teil sozialer Intelligenz. Ein häufiger Fehler, der sich leicht vermeiden lässt, ist es, Smalltalk als etwas Oberflächliches abzutun. In Deutschland wird oft erwartet, dass Gespräche einen Zweck haben, etwas Konkretes klären, ein Problem lösen. Deshalb fühlen sich viele beim Smalltalk zunächst unsicher. Was bringt mir dieses Gespräch? Aber der Nutzen ist nicht immer direkt messbar. Smalltalk schafft Vertrauen, öffnet Türen, macht zukünftige Gespräche einfacher. Es ist wie ein warmer Händedruck in Worte gefasst. Natürlich gibt es Situationen, in denen man selbst keine Lust auf Smalltalk hat. Auch das ist okay. In Deutschland wird Individualität respektiert. Wenn man deutlich, aber höflich zeigt, dass man gerade nicht sprechen möchte, zum Beispiel mit einem knappen, aber freundlichen „Ich bin gerade in Eile, schönen Tag noch“, wird das meist verstanden und akzeptiert. Wichtig ist nur, dabei respektvoll zu bleiben. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen sollte: die Sprache selbst. Wer Deutsch nicht als Muttersprache spricht, macht vielleicht Fehler oder sucht nach Worten. Das ist völlig normal. Die meisten Menschen in Deutschland wissen das und reagieren geduldig, solange man freundlich und offen bleibt. Und gerade im Smalltalk kann man wunderbar die Sprache üben. Vokabeln, Redewendungen, Betonungen. Es ist ein Spielfeld für die Sprache, ohne Druck und ohne Prüfung. Ein besonders schöner Moment ist es, wenn man merkt, dass ein Gespräch plötzlich ganz natürlich weiterfließt. Dass man nicht mehr bewusst nach Themen suchen muss. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich wohlfühlt. Und es zeigt, dass Smalltalk funktioniert. Man hat eine Verbindung geschaffen. Vielleicht nur für ein paar Minuten, vielleicht für länger. Das ist der wahre Wert dieser kleinen Gespräche. Wer Smalltalk meistert, versteht nicht nur die Sprache besser, sondern auch die Kultur. Man lernt, wie Menschen denken, was sie schätzen, worüber sie lachen. Und man lernt, wie man sich in einer Gesellschaft sicher und respektvoll bewegt. Das macht den Alltag in Deutschland einfacher, ob beim Einkaufen, im Büro oder im Sportverein. Zum Schluss möchte ich dich ermutigen: Übe Smalltalk so oft du kannst. Im Café, im Park, in der Warteschlange. Sag Hallo, stell eine kleine Frage, hör zu, lächle. Du wirst überrascht sein, wie viele Türen sich öffnen können. Nicht nur sprachlich, sondern auch menschlich. Jeder Versuch ist ein Schritt nach vorn. Jeder Fehler ist eine Gelegenheit zu lernen. Und jeder kurze Dialog ist ein Beweis dafür, dass Sprache verbindet. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über dein Feedback. Schreib gerne in die Kommentare, ob dir das Thema geholfen hat und ob du schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit noch mehr Menschen diesen Inhalt entdecken können. Gemeinsam können wir das Deutschlernen leichter und interessanter machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.